Professor Dr. Heike Paul. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in unserem Kreis. Uni-Professorin und Direktorin der Bayerischen Amerika-Akademie. Das heißt, transatlantisches Netzwerken ist quasi ihr täglich Geschäft, und im Rahmen zweier Buchprojekte hat sie sich mit amerikanischem Staatsbürgersentimentalismus befasst. Da dachte ich, naja, irgendwie ist diese Kultur, diese Politik dann doch geprägt vom großen Gefühl. Mancherlei Mitteleuropäerin würde vielleicht auch von ein wenig Kitsch oder Gefühlsduselei sprechen. Mir ist dann auch sowas eingefallen wie It's so sad oder Yes we can oder Ich bin ein Berliner und. Ich weiß aber gar nicht, ob das genau gemeint ist, Heike Paul. Was genau verstehen Sie unter dem Begriff? Also ich habe den Begriff verwendet vom Staatsbürgersentimentalismus. Ist etwas sperrig, ich gebe es zu, weil er mir am besten eine bestimmte Dimension der amerikanischen politischen Kultur beschreibt und diese Beschreibung dann auch aufbereitet für eine Analyse. Und das Sentimentale ist für mich so eine Art Code, könnte man sagen. Es ist ein Code, der beziehungsstiftend ist, der sehr viel mit der Kommunikation der Menschen miteinander zu tun hat und der die Amerikanerinnen und Amerikaner unterstützt in der Kontingenzbewältigung, dass sie in irgendeiner Form zusammengehören. Ja, es geht natürlich immer viel auch um Inklusion und Exklusion, aber grundsätzlich, denke ich, geht es um ein Fühlen von Zusammengehörigkeit und von Gemeinschaft. Wenn man sich die Geschichte dieser Sentimentalität mal anschaut, wo beginnt das eigentlich? Kann man das ausmachen oder wie hat sich das Ganze entwickelt? Ich denke, man kann beginnen gleich am Anfang der Staatsgründung. George Washington war ein begnadeter Sentimentalisierer. Er hat es geschafft, denke ich, das neue Kollektiv, neue Verzauberung sozusagen über das Gefühl einzuleiten. Da hat er eben sehr viel mit Gefühlen operiert, um diese Kolonien zusammenzuschweißen. Es ist auch so, dass die Unabhängigkeitserklärung selbst als einer der fundierenden Texte der amerikanischen Demokratie eigentlich ein sentimentaler Text ist, wenn man ihn genau liest. Denn da geht es um Erfahrungen von Leiden, von Aufbegehren. Und natürlich ist die Familie immer so ein Kernmodell des Sentimentalen. Aber in dem Fall ist es eben das Lossagen von dem englischen König als einen schlechten Vater. Und das wird sehr, finde ich, sentimental ausgestaltet in einem dieser Gründungsdokumente. Hat es denn für Sie einen Unterschied gemacht, ob Sie das ganze Thema in den USA selbst angehen, jetzt während der Zeit am Thomas-Mann-Haus oder eben von Bajuwarien aus? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht natürlich dann im Alltag auch noch weitere Beispiele. Also man sieht auch, wie das Sentimentale doch wirkt in auch ganz banalen Zusammenhängen, ganz banalen Situationen, das zum einen. Und man sieht auch natürlich regionale Differenzierungen der Kulturspezifik. Und man sieht auch, wie der Staatsbürgersentimentalismus, ich habe ja schon erwähnt, es geht um Inklusion und Exklusion, aber man sieht auch, wie er benutzt wird, um mehr Inklusion zu fordern. Was kann das zum Beispiel sein, wenn Sie sich heutige Debatten anschauen in den Black USA? Lives Matter zum Beispiel, würde ich sagen. Da sieht man schon, dass über eine Struktur des, in Hollywood würde man sagen, das Maternal Melodrama, bestimmte Gefühlsrepertoires evoziert werden, die im Zeichen des Sentimentalen wirksam werden. Mhm. Zum Beispiel eben auch die Trauer über Opfer von Gewalt beispielsweise, der Verlust von Kindern, also die Mütter in den Black Lives Matter Movements, die eben den Verlust ihrer Kinder betrauern. Und letztlich ist eine der Urszenen des Sentimentalen auch in den USA ist eben auch die Familientrennung. Und da setzen ja ganz viele abolitionistische Bewegungen ein, dass sie sagen, dass die Familientrennung, die herbeigeführt wird in einem Regime der Versklavung, das ist letztlich etwas, wogegen es zu kämpfen gilt. Würden Sie denn sagen, wir könnten auch in Deutschland ein bisschen mehr Sentimentalität sogar auch in der Politik gebrauchen? Ich denke, in Deutschland gibt es aus gutem Grund eher einen Sentimentalitätsverzicht aufgrund der deutschen Geschichte. Und das finde ich durchaus angemessen.
Ich denke, wir sehen aber schon in den letzten Jahren Diskussionen, da ein wenig andere Akzente zu setzen. Aber Sie haben gerade ganz schön gesagt, es gibt gute Gründe, warum man hier eher distanziert gegenüber solcher pompöser, vielleicht auch pathetischen Zeremonien ist. Damit kommen wir nämlich zum zweiten Thema, das Sie angepackt haben, die Re-Education nach 1945. Damit haben Sie sich auch befasst während Ihres Stipendiumaufenthalts. Welchen Fragen sind Sie dabei genau nachgegangen? Thomas Mann sprach ja selber von dem Bedürfnis einer Erneuerung der Demokratie in Gedanken und im Gefühl. Das ist ungefähr so, wie er es formuliert hat. Und mich hat an der Re-Education auch interessiert, nicht so sehr der Maßnahmenkatalog der Alliierten und auch der US-Besatzer, sondern mir ging es ja auch um die Soft Power der Re-Education. Und das war natürlich in der Nähe von Hollywood besonders gut zu beforschen, also eher Hollywood als Washington. Es gab dann eine ganze Reihe von Personen, die sehr prominent tätig waren. Denken wir an Billy Wilder beispielsweise, der ja auch in die Umerziehung der Deutschen involviert war als Filmemacher. Es gibt dieses Wilder Memorandum, wo er sagt, wir drehen jetzt einfach einen Film. Und dann geben wir Cary Grant die Hauptrolle und wem auch immer die weibliche Hauptrolle dann. Und dann machen wir eine Romance und packen da ein bisschen Ideologie rein. Und dann werden die Deutschen Schlange stehen, um diese Filme zu schauen und werden sich das sehr gerne in Form einer Selbstamerikanisierung zu Gemüte führen. Hat auch geklappt. 1, 2, 3 und. Abschließend, was nehmen Sie mit aus der Zeit am Thomas-Mann-Haus? Ich kann alle nur beglückwünschen, die jetzt hinreisen dürfen demnächst. Es war eine wunderbare Zeit und ich denke, ich bin mit all den Personen, mit denen ich zusammengelebt habe, dort im Kontakt. Ein Beispiel ist die Kooperation mit Klaus Leggevi, aber auch mit allen anderen Fellows verbinden mich nach wie vor doch eigentlich innige Beziehungen. Schön, dass Sie heute hier sind. Herzlichen Dank.